Immobilienexperten-Talk, heute zu Gast beim Präsidenten des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GDW, Axel Gedaschko. Wir sprechen über die großen Themen, die aktuell im Immobilienmarkt diskutiert werden. Wohnungsnot und Energiewende. Was können wir aus der Schnittstelle zwischen Politik und Wohnungsbauunternehmen lernen? Der Immobilienexperten-Talk. Axel, herzlich willkommen bei unserem Immobilienexperten-Talk. Wir haben heute ein interessantes Thema, die Lage am Wohnungsmarkt. In den Medien hört man öfter, dass es aktuell sehr dramatisch ist. Vielleicht erzähl du uns doch zum Anfang einmal, was genau ist denn aktuell so dramatisch? Eigentlich haben wir so 3 Dramen übereinander. Wir haben auf der einen Seite das Drama, dass viele Menschen eine Wohnung suchen und keine Wohnung bekommen. Das ist aus Sicht der Bevölkerung, glaube ich, das Hauptdrama. Und wenn sie eine bekommen, dann ist sie häufig teuer und manchmal ist sie dann teuer und schlecht sogar noch obendrauf, weil es kein Korrektiv innerhalb des Marktes gibt. Das heißt, auch diejenigen, die am Markt eigentlich sich ein bisschen falsch benehmen, die haben trotzdem eine Chance. Dann haben wir das Drama, dass wir, weil wir eigentlich mehr Wohnungen bräuchten, trotzdem nicht diese Wohnung fertigstellen können. Und auch die Perspektive stimmt nicht. Das heißt, nach dem Motto, das Niveau, was wir haben, halten wir das? Nein. Kommen wir hoch? Nein, sondern wir fallen sogar noch runter. Und dann haben wir das dritte Drama. Das heißt, wir haben Regionen in Deutschland, da stehen die Wohnungen leer und die Menschen sind nicht da. Mhm. Und diese Städte und Gemeinden kämpfen ums Überleben, die Unternehmen dort kämpfen ums Überleben. Und vielen Menschen dort fehlt die Attraktivität des Wohnortes. Und alles zusammen ist irgendwie eine ungute Mischung. Okay, also das führt dazu, dass gerade kleinere Städte, dass dort die Einwohner abwandern zu den großen Städten, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München. Es da aber nicht ausreichend Wohnungen gibt, um den Bedarf letztendlich mitzudenken. Ne? Also das ist so die Zusammenfassung. Ja, nicht ganz. Also jetzt kann man sogar noch ins Feine gehen und sagen, wir sehen das eigentlich schon seit langer Zeit. Die großen Städte sogar Einwohner verlieren ans Umland. Das heißt also, dass das Umland profitiert von den großen Städten, die großen Städte aber profitiert haben in der Vergangenheit von der Fernzuwanderung, die so groß war, dass das, was abgewandert ist, kompensiert wurde und darüber hinaus noch Einwohnerzuwachs vorhanden war. Und jetzt ist die Abwanderung so stark, dass es nicht mehr kompensiert wird. Das heißt, viele große Städte verlieren sogar netto Einwohner. Aber das, was wir als Herausforderung bisher in den Städten hatten, das wandert jetzt sozusagen auch in die Region. Aber es gibt eben ganz andere Regionen, da wo die wirtschaftlich starken Zentren fehlen oder Universitätsstädte fehlen. Da haben wir eben halt diese Leerstände. Kannst du ein paar Beispiele geben, wo es sich besonders positiv auswirkt und besonders negativ? Nehmen wir das Umland von München, nehmen wir das Umland von Berlin, nehmen wir das Umland von Hamburg, Stuttgart. Eigentlich die ganzen Metropolen, die immer unter der Enge der Märkte gelitten haben. Dort ist die Ausweichbewegung in die Region da. Und wenn wir jetzt das Drama nehmen der Leerstände beziehungsweise der Abwanderung, der Auszehrung, dann können wir Thüringen, Sachsen-Anhalt, viele Regionen in Sachsen nehmen. Und das Fatale ist, das ist noch nicht mal immer mehr eine Frage der Attraktivität der Städte. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stadt nehme wie Bautzen, nach der Wende liebevoll restauriert, wenn man durchfährt, denkt man, wow, also schöne wunderschön, Stadt. Ja. Aber Dresden zieht an und vielleicht noch auch die Umgebung von Dresden, aber bis Bautzen reicht es halt nicht. Und die Wanderung der Menschen in die Region ist so noch nicht da. Es gibt hoffnungsvolle Signale. Magdeburg, Ansiedlung von Intel, das wird für zigtausend direkte Arbeitsplätze sorgen. Das führt jetzt schon dazu, dass überlegt wird von der Landesregierung, wo wohnen die ganzen hochqualifizierten Arbeitsplätze denn? Die Menschen, die die Arbeitsplätze bedienen. Ja. Und Sekundäreffekte wird es geben und das wird ausstrahlen. Also, aber eine solche Ansiedlung in Deutschland in der Jetztzeit ist natürlich ein Glücksfall und nicht die Regel. In den Medien hört man aktuell sehr häufig die Zahl 400.000 fehlende Wohnungen. Sind es wirklich 400.000 Wohnungen deutschlandweit? Das ist wie immer bei solchen Zahlen. Kannst in die Luft werfen und irgendwie ist immer was Richtiges dabei. Es ist eine Richtschnur und ich würde mal sagen, 400.000
auf jeden Fall könnten wir gut vertragen. Eine andere Frage ist, was brauchen wir eigentlich jedes Jahr? Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, wir hatten ja schon Probleme, 300.000 fertig zu kriegen. Das war ein ziemliches Gewürge. 300.000 neue Wohnungen pro Jahr. Pro Jahr. Okay. Und wir hatten ja in der Spitze dann, glaube ich, 315.000 Mal geschafft und dann ging es wieder jetzt der Rückwärtsgang. Das bedeutet, die Kapazitäten am Bau sind eigentlich schon ausgereizt gewesen. Ja? Und wenn man über 400.000 redet, dann bedeutet das nichts weniger, als dass wir die Kapazitäten am Bau eigentlich aufbauen müssten. Tendenziell richtig. Gleichwohl, die 400.000, wenn ich jetzt die Lage angucke, die ganzen Geflüchteten, die aus der Ukraine gekommen sind, viele sind zunächst in Familien noch untergekommen. Auf Dauer geht das natürlich nicht. Jeder will irgendwie irgendwann sein Privatleben haben oder temporäre Unterkünfte, und viele Menschen werden nicht so schnell zurückgehen können, weil wenn wir uns die Situation in der Ukraine anschauen, jetzt wird sogar noch von Russland die gesamte Infrastruktur zerstört. Das heißt, die Menschen können eigentlich gar nicht zurück. Vielfach haben sie keine Wohnung und selbst wenn sie da ist, haben sie keine Wärme, keinen Strom. Also eigentlich unbewohnbare Städte werden geschaffen im Moment von Russland. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Menschen, die hier sind, wahrscheinlich noch viel länger, als sie selber wollen, bei uns bleiben werden. Das heißt, die Zahl von 400.000, im Moment könnte sie wahrscheinlich sogar noch größer sein. Was würdest du schätzen? Eher 500, 600, Ja, 700? also 500.000 wahrscheinlich schon, mindestens. Aber wichtig ist, glaube ich, letztendlich für die Planung einer Regierung oder nachher letztendlich auch von denjenigen, die investieren sollen, was ist so auf mittlere Sicht und längerfristige Sicht die richtige Größenordnung? Und da sagen wir, das müssen gar nicht 400.000 sein, aber lieber langsam hochkommen, aber dann kontinuierlich, dass alle wissen, die beteiligt sind. Es ist eine große Kontinuität da, weil wir brauchen mehr Kapazitäten auf der Industrie, auf der Herstellerseite der Produkte. Wir brauchen mehr Kapazitäten bei den Bauunternehmen selber. Und wir brauchen dann auch Planungskapazitäten, die dementsprechend und am Ende des Tages oder beziehungsweise gleich am Anfang die Genehmigungskapazitäten auch in den Städten. Ja. Und so, und wenn alle wissen, ich habe eine gewisse Kontinuität, dann kannst du dich auch darauf ausrichten. Was wir jetzt ja immer erleben, ist so ein Schweinezyklus. Es geht hoch und dann kommt der Absturz und dann geht es wieder hoch und damit kann keiner planen. Ja, du hast mir jetzt schon ganz viele Fragen vorweggenommen. Vielleicht fangen wir mal an. Also 400.000 ist das Ziel. Wahrscheinlich sollten es eher 500.000, 600.000, 700.000 sein. Jetzt hört man gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen häufig, die 400.000, wir werden die sowas von verfehlen. Man hört Zahlen von 200.000. Würdest du das unterschreiben, also dass wir da wirklich weit von weg sind? Wir sind weit weg von 400.000. Wir sind ja schon im letzten Jahr unter 300.000 gelandet. Und wir werden, wenn wir jetzt dieses Jahr abschließen, wahrscheinlich deutlich auch nochmal selbst unter diesen 300.000 liegen und nicht irgendwie wieder drüber. Und das sehen wir an den Planungen unserer Unternehmen, diese massive Unsicherheit, die dazu beiträgt, dass man eben nicht mehr will, führt dazu, dass sie selbst das, was sie genehmigt bekommen haben, nicht mehr bauen. Sie stellen es entweder komplett zurück, das ist der kleinere Teil, oder sie sagen, wir gucken mal, wie sich die Lage entwickelt, aber erstmal nicht, weil das, was wir jetzt bauen würden, ist so teuer, dass es komplett an den Bedürfnissen der Menschen, für die wir bauen, vorbeigeht oder am Markt generell vorbeigeht. Ja. Und typischerweise der Projektentwickler, der sagt natürlich auch, ich mache das, um auch Geld zu verdienen. Das ist ja, glaube ich, auch sehr gerechtfertigt. Mit gestiegenen Baukosten, Energiekosten, Zinskosten führt das zwangsläufig dazu, dass es sich einfach nicht mehr trägt und dann eigentlich Wohnungen entstehen müssten, die so teuer sind, dass sich sie niemand mehr leisten kann. Genau, ob als Eigentum oder nachher als Mietobjekt. Ja. Genau. Lass uns einmal schauen, was wird denn unternommen, damit wir trotzdem jetzt diese 400.000 erzielen. Du bist ja auch sehr nah an der Politik mit dran. Gib uns doch da mal ein paar Einblicke. Ja, gerade jüngst haben wir natürlich gesehen, jetzt eine langjährige Forderung der Immobilienbranche, die Erhöhung auf 3% AFA. Das ist schon ein Schritt absolut in die richtige Richtung. Und jetzt auch die degressive AFA. Wir hatten ja schon mal ein Modell der degressiven AFA, jetzt sozusagen das zweite Modell der degressiven AFA angepasst an die Rahmenbedingungen des Marktes. Das ist normalerweise etwas, wo man sagen würde, in einem normalen Marktumfeld würde das einen ganz deutlichen Impuls geben. Das Dumme ist nur, jetzt kommt dieser Impuls in einen Absturz rein und
wenn ich eine Prognose wagen soll, so aus dem Bauchgefühl raus, würde ich sagen, der eine oder andere Projektentwickler wird jetzt sagen, dann geht es gerade noch und vielleicht das eine oder andere wird dann doch wieder vom Schreibtisch geholt und in Werk gesetzt. Bei uns ist es so, bei den Mitgliedsunternehmen, die ich vertrete, die nutzt eine AFA nichts in der Regel. Und das bedeutet, dort werden die anderen Rahmenbedingungen, die da sind, Zinsentwicklung, Baukostenexplosion und dann haben wir auf der anderen Seite noch die Grundstückspreise, die auch exorbitant gestiegen sind. Und letztendlich dann dieses ganze Förderchaos oder eine jetzt im Moment nicht existente Neubauförderung, ist ja marginal, also ist ja kaum eine Rede wert. Das führt dazu, dass dann die Unternehmen sagen, also es geht einfach nicht. Nachher Mieten von 16 bis 20 Euro, das ist komplett an den Menschen vorbei. Ja, zumal, also ihr vertretet ja sicherlich auch ein paar größere Wohnungskonzerne. Da versucht man natürlich auch sozialverträgliche Mieten mit durchzusetzen. Ne? Und dann wird es irgendwann wahrscheinlich zu teuer werden, dass es sich nicht mehr rechnet. Das ist es. Also die Mehrzahl unserer Unternehmen sind kommunale und Genossenschaften. Gerade bei Genossenschaften, die bauen sozusagen für ihre eigene Mitglieder. Und das geht an der Mitgliederstruktur vorbei. Und auch bei den Börsennotierten ist es ja eher so, dass sie, ich sag's mal, bis ungefähr so Einkommensmitte in etwa vermieten, bis zu. Das bedeutet in der Regel drunter. Und das geht auch an diesen Menschen vorbei. Ja. Was müssen wir denn machen, damit wir das Problem wirklich anpacken? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir reden da viel drüber, dass wir es nicht schaffen. Aber es fehlt so an der zu sagen, komm, hier, ich habe die Lösung. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier im Podcast die Lösung jetzt mal raushaue, so einfach, dann wäre das die Sendung schlechthin. Ja. Dummerweise wird das wahrscheinlich trotzdem nicht gelingen, weil es gibt externe Gründe, die wie so ein Schock in den Markt reinwirken. Das ist natürlich die Materialknappheit gewesen. Die wird sich übrigens wahrscheinlich ein Stück weit auflösen, wenn weniger gebaut wird. Das ist die gute Botschaft. Also irgendwann kommen wir wieder auf ein Niveau, da gibt es einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Das Gleiche wird gelten für die Nachfrage nach Handwerkern, jedenfalls in vielen Gewerken. Es wird aber auch Teile geben von Gewerken, beispielsweise die Heizungsinstallateure. Die werden jetzt im Bestand so derartig gefordert, dass da keine Preisberuhigung stattfinden wird und auch nicht bei der Ware selber, die verbaut werden soll, wird es auch keine Preisberuhigung geben, weil einfach in diesem Segment die Nachfrage im Bestand derartig groß ist. Bedeutet, wenn wir dann noch die Seite der ganzen Materialien uns anschauen, dort haben wir eine Preisexplosion gehabt, die teilweise spekulativ war und teilweise aus Knappheit begründet war. Wir hatten aber auch das Klopapier-Syndrom dort, also teilweise wurde es gehortet. Hamstern. Genau, und das wird sich jetzt natürlich, also die gehamstert haben, die müssen gucken, dass sie jetzt rechtzeitig die Ware loswerden. Aber was passieren wird, ist, diese Produkte werden ja häufig mit Energie erzeugt und die Energie hat sich verdoppelt bis verdreifacht, die Preise. Das bedeutet, je höher der Anteil der Energiekosten am Produkt ist, wird auch das Produkt selber in der Zukunft nicht mehr billiger werden, sondern wird eher teurer werden. Wenn ich jetzt mir Dachziegel angucke, Steine oder vieles, was mit Chemie hergestellt wird, das wird aufgrund der Rohstoffpreisentwicklung für Gas oder was ich auch immer einsetze, in der Regel Gas, teuer bleiben. So, das ist also die Seite der Produkte. Ja. Dann haben wir gesprochen über die Handwerker. Also da kann man nicht sagen, wird ein Überangebot sein, sondern ist auch gemischtes Bild. Die Zinsentwicklung. Bei den Zinsen, wohin die Reise geht, wenn man es so hört, die Auguren, die einen sagen, das wird noch weiter steigen, die anderen sagen, wir haben jetzt einen Peak erreicht, dann gibt es einen kleinen Teil, die sagen, es wird wieder absinken. Ich würde eher vermuten, dass es von diesem jetzt heutigen Niveau, heute liegen wir bei etwa 3,5%, noch ein bisschen rauf geht, aber dann langsamer als in der Vergangenheit. Aber das sind Welten gegenüber dem, was vorher war und vor allen Dingen in der Verbindung mit diesen anderen Dingen, mit der Kostenexplosion, ist es
das, was zur Unbezahlbarkeit führt. Und das, was es kompensieren könnte, nämlich eine funktionierende Förderung, existiert nicht. Wir haben eine Förderung in einer Höhe von 650 Millionen Euro für das Jahr 2023 für den geförderten Mietwohnungsbau. Und das ist eine Summe, die ist geringer als das, was die Stadt Wien für bezahlbares Wohnen pro Jahr ausgibt. Für Wahnsinn. ganz Deutschland pro Jahr. So, also das kann nicht klappen. Ja. Und die Frage war ja, wie könnte es klappen? Also Marktberuhigung brauchen wir wieder. Das ist die bittere Wahrheit. Wir werden 1, 2 verlorene Jahre haben. Wer klug ist, richtet sich ein wenig darauf ein. Man kann beispielsweise vielleicht auch gucken, ob es dann wieder ein bisschen günstigere Grundstücke gibt, weil der eine oder andere nicht mehr zuschlägt. Das setzt natürlich eine gesunde Eigenkapitalbasis voraus, weil ich muss dann eine Strecke überwinden, eine Zeitstrecke, um dann, wenn es zu dieser wieder ausgeglichenen Situation und vielleicht auch zu einer neuen Förderung mit mehr Geld kommt, dass ich dann wieder bauen kann und am Ende mit Mieten rauskomme, die die Menschen auch bezahlen können. Wenn jetzt, du sprachst gerade von 1 bis 2 Jahre, werden wir diese Periode sicherlich jetzt sehen. Und es ist ja auch nicht zu erwarten, dass wir jetzt auf die Schnelle irgendwelche weiteren Förderprogramme bekommen. Ist es nicht dann sogar schlauer, eher Richtung Bestandsbau zu gucken? Wir haben sicherlich sehr viele leerstehende Objekte. Teilweise, wenn ich in Berlin durch die Stadt fahre, dann kann man die, glaube ich, an mehreren Händen abzählen, wie viel es da gibt. Also macht es nicht Sinn, jetzt zu überlegen, halt irgendwas mehr in Richtung Bestandsbau zu machen. Weil, wenn wir nichts im Neubau machen, führt das zwangsläufig dazu, dass der Run auf Bestandsimmobilien natürlich größer sein wird. Mieten steigen noch mehr. Das heißt, es wird ja nur noch schlimmer werden, wenn wir an der einen Stelle nichts lösen. Mit dem Bestand ist ja die Frage, baue ich jetzt zum Beispiel ein Bürogebäude zum Wohngebäude? Dann habe ich nahezu die gleichen Probleme. Bestand macht in der Stadt sowieso immer Sinn, aber das erstmal vielleicht noch hinterhergeschoben, weil ich verbrauche keine Flächen und wir haben ja auch eine Flächenverbrauchsdiskussion an anderer Stelle. Also von daher, das Kümmern um den Bestand ist immer richtig, aber unsere These, alleine mit dem Bestand werden wir die Herausforderungen nicht lösen. Wo vielleicht mehr drauf geguckt werden sollte, ist auch auf den sozialen Wohnungsbau, auf den geförderten Wohnungsbau. Denn dort gibt es ja durchaus eine erhebliche Förderung vom Bund auf der einen Seite und in vielen Bundesländern eine gute Förderung in den einzelnen Bundesländern. Ich nehme mal jetzt Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin geben jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen mehr sich Mühe. In der Vergangenheit war das ein ziemliches Desaster. Aber im Moment klappt es wieder ein bisschen besser. Also da mal wirklich hinzugucken, weil da werden Dinge dann auch so stark gefördert, dass vieles, was sonst nicht mehr geht, funktioniert. Und das ist ja insbesondere ein Sektor, den wir auch dringend brauchen. Regierung sagt, wir brauchen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Das ist eine Zahl, die würden wir unterschreiben. Aber auch dort sind wir meilenweit weg. Wir bauen ja noch nicht mal ein Viertel davon. Also was mich jetzt nochmal zum Abschluss interessieren würde, wir sprechen auch häufiger mit Eigentümern und dann kommt immer so die Thematik, naja, die Immobilie, die ich habe im Bestand, jetzt wo kein Neubau mehr kommen wird, kann ich mich ja zurücklehnen, weil die Preise werden wie in den letzten Jahren auch weiter 20-30% mit steigen, weil einfach jeder diese Wohnung mit haben will. Siehst du das genauso und ist da nicht auch eine Gefahr dahinter, dass das tatsächlich so kommen wird? Wenn die alten Spielregeln gelten würden, könnte es so sein. Aber wir haben komplett neue Spielregeln. Ich sage es nur EU-Taxonomie, europäische Gebäuderichtlinie. Das sind so Sachen, wer sich darauf nicht einstellt, und es wird immer die Situation geben, da wird es wieder etwas eher ausgeglichene Märkte geben. Und wer in einer Region lebt, wo vielleicht aus den ausgeglichenen Märkten sogar wieder Mietermärkte werden, der mit Gebäuden antritt, die aus der Zeit gefallen sind, der wird ein Finanzierungsproblem kriegen. Ja. Also das ist eigentlich das schärfste Schwert, was sich die EU hat einfallen lassen, um jenseits der Frage von Sanierungspflichten etwas zu bewegen. Und selbst die Frage von Sanierungspflichten, schaut man nach Frankreich, dort darf man Gebäude, die bestimmte Energieeffizienzklassen nicht erreichen. Bei diesen Gebäuden darfst du die Miete nicht mehr erhöhen.
In den Niederlanden gibt es ein Vermietungsverbot für Gewerbeimmobilien, die einen bestimmten Energiestandard nicht erreichen. In Großbritannien gibt es das sowohl für Gewerbe- als auch Wohnimmobilien. Das heißt, dieser Gedanke ist keiner, wenn er denn hier käme, der so richtig aus dem Himmel fällt. Erscheint uns noch weit weg, aber wie gesagt, die Vorstufe und eigentlich das schärfste Schwert ist, wenn du alles nicht mehr finanzieren kannst, weil die Spielregeln den Banken vorgeben, wie sieht denn dein Portfolio aus, was finanzierst du denn da eigentlich? Das muss man, glaube ich, im Kopf haben und sich darum kümmern und sich darauf einstellen. Okay, das ist eine perfekte Überleitung zu unserem zweiten Teil. Wir sprechen jetzt gleich nochmal zum Thema Energiewende am Immobilienmarkt. Bis hierhin erstmal vielen Dank für den ersten Teil und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Freue mich drauf. Bis gleich. Bis gleich.